Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Heute mal wieder ein bisschen Theorie-Crafting. Und zwar hatte ich mir mal überlegt gehabt, kann man mal wieder über ein paar Gedankengänge reden, Ideen, Vorschläge aus der Community, die so in das Spiel implementiert werden könnten. Sowas hatten wir ja in der Vergangenheit hier und da mal gemacht. Und ja, kürzlich kam das auch mit einher der Kritik gegenüber zu Player Games, dass sich zum Beispiel auch viele große neue Updates wünschen zu Shakes and Fidget, bezüglich auch zum Beispiel des Late Games, stand da auch im Raum, wo sich Player Games auch tatsächlich zu geäußert hat, dass es eventuell für den Endgame-Bereich erst in Zukunft bald auch neue Updates gibt. Das hatte ich euch ja in der Vergangenheit schon gezeigt und erzählt, dass sie da was vorhaben. Was genau, wissen wir natürlich nicht. Dann steht noch im Raum, dass eventuell ein etwas größeres Update in der Mache momentan ist. Wann das kommt, wissen wir natürlich auch nicht. Es könnte auch sein, dass es da schon das Endgame-Update ist. Aber es ist natürlich immer ein schmaler Grat, weil viele schreien immer so heraus, immer mach mal hier oder da was Neues, hier was Neues, ne, da irgendwie, so wünschen sich immer irgendwie neue Updates. Aber auf der anderen Seite ist das denen dann teilweise auch zu viel, wenn sie irgendwie, keine Ahnung, jetzt nicht so wie der Average Guy irgendwie einen Account hat oder höchstens 2, sondern 3, 4, dann gar nicht dran denken, dass man zum Beispiel, wenn es neue Updates geben sollte, die dann halt auch wirklich auf mehreren Servern spielen muss, wenn man die dann halt auch wirklich aktiv und effektiv spielen möchte. Ja? Deswegen ist das immer ein schmaler Grat zwischen, okay, was bringt Shakes and Fidget noch Neues ins Game rein und ab wann ist das Game überlastet. Ja? Deswegen, neues Update ist immer mal gut und schön und wir freuen uns natürlich dann auch darüber. Aber man muss halt eben auch gucken, dass das Game nicht zu voll gepackt wird. Ja? Wenn man zum Beispiel jetzt hier die Reiter links hier an der Seite, das ist immer so das beste Beispiel, was ich geben kann, wie voll dieses Game eigentlich schon ist. Ne? Wenn man sich so diese Reiter hier links an der Seite so mal anschaut, dann sehen wir hier, okay, wir haben hier schon echt viel, was man machen kann. Und jeder dieser Tabs ist schon doppelt belegt. Taverne, kommst du zum Beispiel auf die Toilette. In der Taverne selbst gibt es noch den Würfelspieler, Arena, Arena-Kämpfe, Arena-Manager, Waffenladen, Schmied, Zauberladen, Hexe, Pets, Reittier oder Stall, Dungeons. Ja, ist halt Dungeons. Gut, da haben wir natürlich auch viel auf jeden Fall. Dann Festung, Unterwelt, Gilde, ist gleich Gilde. Gut, Post ist gut, mit der Post kommt man dann zu den täglichen Aufgaben und so weiter. Aber ihr checkt auf jeden Fall, ne? Glücksrad, Kalender. Jeder dieser Tabs ist schon doppelt belegt sozusagen, sodass, wenn hier irgendwo noch was hin soll, wo soll es denn bitte schön hin? Deswegen, ich bin auch starker Befürworter davon, aber man muss immer gucken, dass es sich so ein bisschen die Waage hält, wie Justitia, sage ich immer so schön. Ja, und deswegen muss man Zwischenwege finden, meines Erachtens nach. Zum Beispiel, das Expeditionsevent ist natürlich jetzt ein geiler Faktor, der ins Spiel gekommen ist, wo man die Alu immer noch normal spielen kann oder halt eben als Expedition, sag ich mal. Ne? Und das ist natürlich ganz geil, weil wenn du diese Expedition auch nutzt, hast du auch gleichzeitig dadurch natürlich eine krasse Zeitersparnis, die sie jetzt ins Game implementiert haben dadurch. Und das nimmt dem Spieler natürlich erstmal schon mal wieder zeitlich auf jeden Fall ein bisschen Last von den Schultern, würde ich mal sagen. Ich denke mal, es gibt kaum noch jemanden, der normal die Alu spielt, alleine auch schon wegen der Zeitersparnis etc. pp., aber natürlich auch wegen dem Gold, was man dadurch bekommt. Ne? Was ist denn da los, Alter? Jetzt wird hier geböllert, hier schon mitten am Tag, Alter. Wir haben es 14 Uhr, Alter. WTF. Auf jeden Fall das dazu. Und wenn ihr Vorschläge habt, was man eurer Meinung nach machen könnte,
für dieses Game, um neue Updates zu bringen, aber das Game auch gleichzeitig nicht zu überlassen, lasst es mich sehr gerne wissen. Ich muss persönlich sagen, für meinen Teil haben sie einen guten Zwischenweg gefunden und das ist auch das, was ich vor Jahren schon gesagt hatte. Wenn sie neue Updates bringen, dürfen das wahrscheinlich keine dauerhaften Updates sein, beziehungsweise keine Updates, die komplette Zeitfresser sind, die, ja, weiß ich nicht, irgendwie 70-80% der Spielzeit ausmachen, sondern es müssen Updates sein, die unterschwellig implementiert werden, die dich gar nicht wissen lassen, okay, dass es jetzt nicht mehr Arbeit ist dadurch. Ne? Ich hatte damals schon gesagt gehabt, dass sie mehr, Fokus vielleicht auf temporäre Events geben sollten, sodass man halt eben für einen gewissen Spieleabschnitt im Jahr etwas mehr zu tun hat, aber die Rewards auch viel krasser sind. Das haben sie tatsächlich auch gemacht mit dem Legendary Dungeon und den Elevator. Und da fokussieren sie sich meiner Meinung nach halt wirklich auch sehr krass drauf und die werden auch immer weiter ausgebaut. Da wird sich darum gekümmert, dass es immer wieder neu designt wird. Ja, es kommen neue Sets, neue Items, es kommt Trailer dazu jedes Mal. Das ist auch sehr geil und es gibt halt jetzt 4 Legendary Dungeons pro Jahr und 4 Elevator pro Jahr. Und das sind solche temporären Updates, die nehmen nicht dauerhaft eure Zeit weg, sondern vielleicht mal für 10 Tage. Ja, und ich denke mal, das kann man gut verkraften und ist halt auch, sag ich mal, erfrischend. Ja, aber es gibt natürlich auch noch viele weitere Kritikpunkte, die man auch eventuell hier anführen könnte, wo man halt eben viele Sachen besser nutzen könnte. Zum Beispiel, wenn wir jetzt hier gerade in der Unterwelt sind, haben wir zum Beispiel das Problem mit den Seelen. Ja? Das mit den Seelen ist so ein Ding generell, nicht nur mit den Seelen, sondern halt eben auch mit vielen anderen Ressourcen, zum Beispiel Holz und Steine. Ich meine, gut, man kann sich die Edelsteine hier immer, ne, man kann pro Tag irgendwie 2, 3 Edelsteine sich holen durch die Mine, kriegst du 10 Millionen Gold und ja, hast ein bisschen Ressourcen weniger, aber sind wir mal ehrlich, trotzdem haben wir immer noch einen Arsch voll Ressourcen hier immer rumzuliegen. Und da kam in der Vergangenheit öfter schon der Vorschlag, dass, und jetzt kommen wir eigentlich zum eigentlichen Thema, ja, was man so Gedankenschmiede, bisschen Brainstorm, was man so machen könnte, zwecks der Ressourcen. Und die Ressourcen sind halt für viele ein Dorn im Auge, weil man sie halt ab einem bestimmten Spieleabschnitt gar nicht mehr benutzen könnte. Und da kommen wir wieder dann auf dieses Late-Game-Update zu sprechen, dass man eventuell früher oder später etwas freischalten kann, um halt eben diese Ressourcen auch gegen etwas anderes eintauschen zu können. Und so eine Art Ressourcenumtauschstation, so eine gewisse Art Marktplatz, wo man gewisse Sachen tauschen kann, eventuell in das Spiel rein implementieren könnte. Man muss dazu sagen, sie haben auch schon ein bisschen was getan dafür, damit man gewisse Ressourcen auch nutzen kann, und zwar im Legendary Dungeon jetzt diese Ressourcentüren. Ja, das ist ein Teil. Es nimmt zwar jetzt nicht viel von euren Ressourcen weg und auch nur für einen bestimmten Zeitabschnitt im Jahr, also auch nicht immer, aber das sind zum Beispiel Sachen, wo schon mal zumindest leicht entgegengewirkt werden kann, dass die Ressourcen, die man über hat, auch effektiver genutzt werden können und die auch tatsächlich noch einen Sinn haben. Ja. Und das mit dieser Umtauschstation, das ist ja nur eine von vielen Sachen. Man könnte zum Beispiel eventuell ein neues Feld hinzufügen. Ich wüsste auch nicht ganz genau, wie man das noch machen sollte, weil wie gesagt, der Slot ist hier schon zweimal belegt, einmal mit Festung und einmal mit der Unterwelt. Und deswegen meines Erachtens auch schon prall voll. Allerdings, wenn man so eine Art Marktplatz hat, wo man vielleicht auch mehrere Sachen machen kann, die aber jetzt nicht so krass zeitintensiv sind, denke ich mal, ist das vielleicht ein cooles Update, was man vielleicht fürs Late Game hinzufügen könnte. Des Weiteren hatte mir irgendwann, glaube ich, letztes Mal jemand im Livestream oder sowas war es gewesen, den Vorschlag mit so einer kleinen Pilzfarm gemacht, wo man ja auch eventuell Steine und Holz zum Aufbauen dieser Farm nehmen könnte. So eine Art, ja, wie in Clash of Clans zum Beispiel die Gem Mine, wer die kennen sollte, da gibt's ja auch, da habt ihr auch euer normales Dorf und dann gibt es noch das Nachtdorf oder wie das da heißt, Nachtwache, Nachtdorf da irgendwie, und dort kann man halt eben auch eine Gem Mine aufstellen, was halt eben dort auch die Premium-Währung ist, und mit dieser Premium-Währung kannst du dann halt eben auch viele Sachen anstellen und Gems produzieren halt mit dieser Mine, was halt eben die Premium-Währung ist. Es wäre halt hier das Äquivalent zu einer Pilzfarm, sag ich mal.
Und das wäre halt ganz cool. Das kam aus, ja, ich glaube aus dem Chat irgendwann. Und der Vorschlag, das fand ich ganz nice, dass man halt eben, ja, neben, sagen wir mal, dieser Umtauschstation, es könnte ja auch sowas sein, wie so eine Art Gildengebäude. Ja, denn so eine Art Gildengebäude wäre, denke ich mal, auch noch gut denkbar, aber wie gesagt, man kann viele Sachen wahrscheinlich hier ins Game implementieren. Es ist nur die Frage, wie setzt man es am besten um, weil halt das Game wirklich schon ziemlich voll ist, so wie es ist. Ja, und so eine Art Gildengebäude könnte man machen, wo man wirklich auch, ja, weiß ich nicht, so richtig eine Station hat mit dem Goldschatz, Goldmeister und so, dass die ein bisschen auch grafisch besser abgelichtet werden würden. Das Gildenpad könnte da Platz finden. Man hätte mit diesem Gildengebäude halt eventuell auch die Chance, ja, weiß ich nicht, jemand schmeißt zum Beispiel in den Pot irgendwie Holz oder Stein und der andere braucht gerade Stein und man könnte es eventuell tauschen. Muss natürlich auch alles geregelt sein, dass es wieder so gebalanced ist. Das ist dann wieder so das nächste große Thema, ja. Denn die Balance da reinzukriegen ist natürlich auch ziemlich schwierig und nicht gerade, ja, von jetzt auf gleich umsetzbar, sodass das nicht irgendwie abused werden kann. Und, oder es werden diese Holz und Steine genutzt, um halt eben dieses Gildengebäude auch erst ja, abzugraden oder aufzubauen. Und neben diesem Gildengebäude könnte man zum Beispiel seine Pilzfarm hinsetzen oder so, ne? Die man dann auch mit Holz und Steine aufbauen könnte, wodurch man wieder Ressourcenzweck ja, hätte. Allerdings, wenn man das irgendwann auch wieder gemaxt hat, dann ist man wieder am selben Punkt. Ja, also das ist natürlich irgendwo immer ein Kreislauf, der einen wieder einholt, wenn man wieder was Neues hinzufügt. Hält das eine bestimmte Zeit lang an. Man kann ja damit eine gewisse, sagen wir auch ein paar Jahre können wir dann Zeit haben, bis dann das komplett ausgebaut ist. Aber dann steht man dann wieder vor dem Punkt. Ne? Es ist eigentlich nur ein ständiges Vorausschieben der eigentlichen Situation, dass man Holz und Steine irgendwann nicht mehr braucht. Und das ist bei Seelen genauso. Deswegen müsste es eine dauerhafte Lösung vielleicht auch dafür geben, dass man dauernd irgendwie Seelen bräuchte oder Steine und Holz. Ne? Oder man könnte es halt eben auch so machen, dass diese Pilzfarm befeuert wird mit Holz und Steine, sodass man quasi das mäßig so tauschen kann, eintauschen, so Steine und Holz gegen Pilze am Ende des Tages vielleicht auch. Ich denke mal, das würden viele auch gut finden, beziehungsweise halt auch viele Free-to-Play-Spieler. Das wäre dann so ähnlich wie der wie der Schwarzmarkt, nur dass man halt eben vielleicht auch wirklich Pilze bekommen könnte und halt eben eine Art Umtauschstation hat, Ressourcen, die man nicht braucht, gegen Ressourcen, die man eventuell braucht. Ja, das sind so Dinge, die ich vielleicht noch so in Zukunft sehen würde. Ne? Nur mal so als Vorschlag, wie gesagt, wenn ihr da auf jeden Fall bessere Vorschläge habt oder andere Vorschläge, dann schreibt mir das mal sehr gerne in die Kommentare, weil natürlich, vielleicht ist da auch was dabei, das man auch eventuell weiterleiten könnte, wenn es halt wirklich auch irgendwo Sinn macht und ins Game passt natürlich. Ne? Aber wie gesagt, es ist halt wirklich nicht sehr einfach, denn das Game ist komplett voll, von oben bis unten. Deswegen muss man auch irgendwo so einen Mittelweg finden, um das Ganze eben in neue Updates wirklich ins Game zu implementieren, ohne den eigentlichen Spielfluss zu erschweren, sodass der Spieler am Ende des Tages noch mehr zu tun hat, weil wenn man sich wirklich mit diesem Game intensiv beschäftigen möchte, kann man das definitiv machen. Trotzdem besteht die Möglichkeit, dass du innerhalb von 5 Minuten deine kompletten Tagesaufgaben hier bewältigen kannst. Also es ist je nach Spielertyp gesehen auf jeden Fall für jeden was dabei, für den 0815 Casual-Spieler als auch für den kompletten Tryhard. Deswegen ist es halt eben die Art und Weise, wie man selbst spielen möchte. Ne? Ja, Freunde, auf jeden Fall ein paar kleine Gedankengänge zu eventuell kommenden künftigen Updates. Ich weiß natürlich von nichts. Wir wissen nur, dass in Zukunft was angekündigt ist. Wann dies kommt und was dies beinhaltet, wissen wir natürlich nicht. Lassen wir uns überraschen. Aber wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann lasst auf jeden Fall sehr gerne kostenloses Abo auf dem Kanal da, denn ich versuche euch da natürlich so schnell wie möglich über die neuesten Updates zu informieren. Ja, Freunde, das war es erstmal soweit von mir.
Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.